Müssen Rentner eine Doppelbesteuerung fürchten? Was bedeutet Doppelbesteuerung? Wer ist davon betroffen? Und was kann man tun? Welchen Plan hat die Ampelkoalition, um die Doppelbesteuerung zu verhindern? Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch hier auch unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner. Was bedeutet Doppelbesteuerung der Renten überhaupt? Doppelbesteuerung von Renten liegt vor, wenn die aus versteuerten Einkommen geleisteten Versicherungsbeiträge zu Erwerbszeiten höher waren als der steuerfreie Teil der Rente. Oder anders ausgedrückt, der steuerfreie Anteil der Rente ist bei Rentenbeginn über die statistische Lebensdauer gesehen niedriger als die aus versteuerten Einkommen gezahlten Beiträge. Dass die Rentenbeiträge ab 2023 in voller Höhe von der Steuer abgesetzt werden können, darüber habe ich bereits in einigen Videos berichtet. Und auch darüber, dass die 100%ige Besteuerung der Renten um 20 Jahre auf das Jahr 2060 verschoben wird. Das ist ein Teil der Umsetzung aus dem Koalitionsvertrag. Das trifft die künftigen Rentner besonders hart. Jetzt können Arbeitnehmer von dem Steuervorteil profitieren, aber was man ihnen jetzt gibt, wird später knallhart wieder genommen. Unser Rentenniveau ist ohnehin schon sehr niedrig. Wenn man später aber auf diese wahrscheinlich sehr niedrige Rente auch noch Steuern zahlen muss, wird es sehr eng werden. Viele Rentner zahlen heute bereits Einkommensteuer auf ihre Renten und es werden jedes Jahr mehr Rentner. Doppelt zugreifen darf der Staat aber nicht. Das hat nämlich der Bundesfinanzhof im Mai 2021 entschieden. Der Bund der Steuerzahler hat durchgesetzt, dass die Steuerbescheide hinsichtlich der Besteuerung der Basisrente vorläufig zu stellen sind. Zur Basisversorgung gehören die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, den landwirtschaftlichen Alterskassen und den berufsständischen Versorgungseinrichtungen sowie auch die Rürup-Renten. Automatisch wird jetzt der Vorläufigkeitsvermerk in den Steuerbescheiden berücksichtigt. Das betrifft alle Steuerbescheide ab Veranlagungsjahr 2005 und erfolgt so lange, bis die Verfassungsmäßigkeit der Steuerberechnung geprüft wurde. Wer ist aktuell von der Doppelbesteuerung betroffen? Das sind relativ wenige. Der Bundesfinanzhof hat eine Auflistung möglich betroffener Personen erstellt. Da wären erstens Rentner, die erst kurze Zeit eine Rente beziehen. Zweitens betrifft es ehemalige Selbstständige, die ihre Altersvorsorge ohne Zuschüsse eines Arbeitgebers selbst aufbauen mussten. Drittens könnte es ledige Senioren ohne Hinterbliebenenrente treffen. Und viertens Männer, weil sie nach der statistischen Lebenserwartung früher sterben als Frauen. Was kann man im Notfall veranlassen? Mein Tipp: hebe alle Steuerbescheide und Rentenbezugsmitteilungen auf. Dann prüfe, ob eine Doppelbesteuerung vorliegen könnte. Wie man das prüft, erkläre ich im Video vom 25. Januar 2022. Den Link findet ihr unter diesem Video. Falls eine Doppelbesteuerung vorliegen könnte, schicke alle Unterlagen, die das betrifft, an das Finanzamt und bitte einfach um Überprüfung. Wer ist nicht von der Doppelbesteuerung betroffen? Das sind alle Rentner, die keine Steuern zahlen, weil ihr Einkommen zu niedrig ist. Auch wer als Arbeitnehmer beschäftigt war, ist ganz selten davon betroffen. Welchen Plan hat die Ampelkoalition? Ja, zur Verhinderung der Doppelbesteuerung will sie in 2 Schritten vorgehen. Zum einen sollen ab 2023 die Beiträge zur Rentenversicherung vollständig, also zu 100%
absetzbar sein, also steuerlich absetzbar, und zum anderen sollten die Renten ab 2060 zu 100% versteuert werden. Die Pläne der Ampelkoalition zur Doppelbesteuerung der Rentner werden so wohl nicht reichen. Von der geplanten Reform profitiert nur ein geringer Teil der Arbeitnehmer wie der Topverdiener. Geringverdiener bleiben auf der Strecke, leider. Kennt ihr eigentlich schon den Überlebenskampf der Rentner? Schaut gleich mal rein.